Angst ist wie ein zu enges Hemd. Sie sitzt dicht auf der Haut und macht die Schritte kleiner. Und wenn wir ehrlich sind, haben wir ja alle irgendwelche Ängste. Angst vor Krieg, vor Verlust, vor Krankheit oder vor der Zukunft. Und oft merken wir gar nicht, wie sehr diese Angst unser Handeln in ganz vielen Lebensbereichen steuert. Ich habe für mich herausgefunden, wie ich meine Angst in den Griff bekomme, wenn ich Verantwortung übernehme für das, was ich so denke, tue oder konsumiere. Und so verstehe ich auch besser, warum sie da ist und ich entscheide, wie viel Platz ich ihr in meinem Leben gebe. Im heutigen Video erzähle ich euch ein bisschen, wie ich damit im Alltag umgehe und mit welchen kleinen Entscheidungen ich meine Angst leiser drehe und warum ich seitdem leichter, entspannter und freier lebe. Also, wenn euch das Thema interessiert, bleibt gern dran und viel Spaß beim Zuschauen. Früher als junges Mädchen und auch später als junge Frau hatte ich ganz oft Ängste. Ich hatte Schiss, nicht zu einem bestimmten Freundeskreis zu passen, weil ich nicht so gärtenschlank war und auch oft nicht so up-to-date gekleidet. Und da kamen mir immer wieder die Gedanken: „Oh je, was denken die jetzt über mich oder reden die hinter meinem Rücken?“ Dann hatte ich Angst, meinen Eltern nicht gerecht zu werden oder sie zu enttäuschen, weil ich manchmal so ein bisschen aufmüpfig war und auch gern mal eine kleine Zicke. Ich hatte vor Prüfungen Angst und war nervös bis zum Anschlag, obwohl ich gelernt hatte. Und mir kam da oft der Gedanke: „Oh, ich bin bestimmt so dumm und wenn ich mich jetzt blamiere, was ist, wenn ich das hier nicht bestehe? Was werden die anderen sagen?“ Und ich hatte auch ganz oft Angst vor Autoritätspersonen, egal ob Lehrer, Ärzte oder später Chefs. Man wurde schnell mal niedergemacht, wenn man irgendwas gefragt hat oder eine andere Meinung hatte. Und ich habe mich dann irgendwann nicht mehr getraut, was nachzufragen und dachte mir immer: „Na ja, die wissen es sowieso besser.“ Also habe ich geschwiegen, auch wenn ich manches nicht verstanden habe und mir eigentlich Antworten gewünscht hätte. Dann hatte ich auch immer Angst, meine Meinung offen zu sagen, weil sie manchmal so ein bisschen abwegig war oder einfach anders als die von den meisten. Ich hatte Angst, alleine irgendwo hinzugehen, weil ich mir blöd vorkam. Und ich hatte, wie so viele, Angst, nicht genug Geld zu haben, um mir bestimmte Dinge leisten zu können. Und. Ich könnte noch so einiges mehr aufzählen. Was ich damals aber nicht wusste, dass viele dieser Ängste gar nicht von mir selbst kamen, sondern von außen suggeriert wurden. Das ging schon los mit Sätzen, die man als Kind so hört: „Pass auf, sonst tust du dir weh. Mach dieses nicht, das ist gefährlich. Bleib lieber auf Nummer sicher. Und wenn du das machst, das geht bestimmt schief.“ Oder auch: „Was sollen denn die Leute denken?“ Solche Sprüche hört man ja andauernd und irgendwann glaubt man sie auch. Und genau das hat mich damals lange Zeit blockiert, ohne dass ich das überhaupt gemerkt habe. Wenn ich ganz ehrlich bin, wüsste ich gar nicht, wo ich heute stehen würde, wenn ich damals all diese Ängste nicht gehabt hätte. Aber, und das ist mir mit der Zeit bewusst geworden, vielleicht gehören die einfach zu meinem Leben mit dazu, zu meinem Weg, damit ich irgendwas daraus lernen kann und daran wachse. Es gab auch mal so 3 Erlebnisse, die für mich in Bezug meiner Ängste bahnbrechend waren. Das erste war, als ich mich damals entschieden habe, den Vater meiner Tochter zu verlassen und mit ihr ins Frauenhaus zu gehen. Ich stand damals ohne Wohnung da, ohne Geld, ohne Job. Ich hatte 1000 Ängste und bin trotzdem gegangen. Ein Schritt nach dem anderen. Ich habe all meinen Mut zusammengenommen und habe über nichts nachgedacht. Und ich weiß heute noch nicht, wo ich den damals hergenommen habe. Und schon dieser eine Schritt hat so viel in Bewegung gebracht, dass ich im Nachhinein gemerkt habe: So fühlt sich's an, Angst zu besiegen. Das zweite einschneidende Ereignis war damals der Wegzug aus meiner alten Heimat in eine fremde Stadt, hinein in eine Beziehung, die damals noch nicht so stabil war, ohne Job, wieder mit wenig Geld und einem Kind, für das es noch keinen Kindergartenplatz gab. Die Angst war da und dazu kamen dann noch die Stimmen von außen: Wenn das schief geht, dann musst du ja wieder zurückkommen, du bist verantwortungslos, was willst du denn da machen? Und deine Familie ist total enttäuscht von dir. Das alles ließ mich zusätzlich noch zweifeln. Für mich war da aber trotzdem eine wichtige Entscheidung und damals der einzige Weg. Und auch da habe ich gemerkt:
Mut heißt nicht, keine Angst zu haben. Mut heißt, trotzdem zu gehen und manchmal auch nur auf sein Bauchgefühl zu hören. Und das hat sich für mich damals absolut richtig angefühlt. Und das Dritte, das war eine wichtige Lektion oder auch ein Aha-Moment, wenn man das so sagen kann. Ich habe damals eine Therapie gemacht, weil es mir nach einer Mobbinggeschichte im Job gar nicht gut ging. Und dort habe ich meiner Psychologin von meinen Ängsten erzählt und sie meinte, jetzt lass uns doch mal eine davon genauer anschauen und einfach runterbrechen. Ich hatte damals so total abstruse Weltuntergangsängste und furchtbare Angst vor einem Krieg, was damals ziemlich abwegig war, heute ja leider nicht mehr. Und ich habe mir Sorgen gemacht, was ich tun soll, wenn dann alles zusammenbricht und wie ich meine Kinder beschützen könnte. Und wir haben diese Angst damals Stück für Stück zerlegt und dabei kam ich zu einer ganz wichtigen Erkenntnis, nämlich, dass ich nicht alles kontrollieren kann und dass ich auch nicht die Welt retten kann, aber ich kann meinen Teil tun, indem ich gut für mich sorge, achtsam lebe und meinen Kindern und meiner Familie Stabilität gebe. Und alles andere, das muss ich einfach abgeben lernen. Diese Erlebnisse, die Lektionen und die Aha-Momente, die haben mich unglaublich wachsen lassen. Und die waren im Prinzip der Anfang davon, die Angst Schritt für Schritt loszulassen. Ein großes Thema, wo ja auch immer mit der Angst gespielt wird, ist das Thema der Sicherheit. Versicherung hier, Vorsorge da, du musst unbedingt für die Rente einzahlen, du brauchst noch diese Zusatzversicherung, du brauchst einen sicheren Job, sonst wirst du scheitern. Und klar, Absicherung ist schon gut, aber mal ehrlich, absolute Sicherheit gibt's nicht. Nehmen wir mal den Job. Was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn man seinen Job verliert? Ja, das ist vielleicht erstmal heftig. Man steht von heute auf morgen ohne Einkommen da, muss vielleicht kürzer treten oder zum Arbeitsamt gehen. Aber bricht da gleich die Welt zusammen? Nein. Man findet neue Wege, sucht sich was anderes oder nimmt es als Chance, vielleicht mal was ganz anderes auszuprobieren. Oder das Thema Krankheit. Wir werden ständig mit der Angst vollgetextet. Wenn du dieses nicht nimmst, wenn du jenes nicht machst, wenn du dich dauernd checkst oder zum Arzt gehst. Ja, auch da ist Vorsorge wichtig. Aber vieles macht uns mehr krank vor Sorge, als dass es uns wirklich schützt. Und am Ende weiß ich doch, ich kann nicht alles verhindern, aber ich kann meinen Lebensstil anpassen. Frisches Essen, Bewegung, Schlaf und damit ganz viel für mich tun. Und der Rest liegt vielleicht einfach nicht in meiner Hand. Oder dann mit den Kindern. Die bekommen zu hören, ja, wenn du nicht gut bist in der Schule, dann schaffst du deinen Abschluss nicht und kriegst keinen Job. Wenn du Mist baust, dann müssen wir für dich büßen. Oder träum nicht zu groß, das endet nur in Enttäuschung. Natürlich will jeder das Beste für seine Kinder, aber brauchen die wirklich ständig die Angst im Nacken? Oder nicht viel mehr stabile Eltern, die da sind und zeigen, auch wenn mal was schief geht, wir kriegen das hin. Und bei der Rente, was wird da für Druck gemacht? Wenn du jetzt nicht schon vorsorgst, dann landest du später in der Armutsfalle, dann musst du irgendwann Flaschen sammeln und kannst dir gar nichts mehr leisten. Ja, auch da ist es sinnvoll, sich Gedanken zu machen. Aber ehrlich, keiner weiß, was in 30 Jahren ist. Vielleicht ist das System ganz anders. Vielleicht erlebe ich die Rente ja gar nicht. Vielleicht gibt es Inflation, Krisen, was weiß ich. Alles auf Sicherheit zu setzen, die es am Ende gar nicht gibt, das macht nur noch mehr Angst. Und genau das habe ich für mich gelernt. Sicherheit ist oft ein Trugschluss. Und klar, ein paar Grundgedanken machen Sinn, aber dieses permanente Angstschüren, das macht uns sowas von klein. Und wenn ich mir das bewusst mache, kann ich sagen, okay, das Schlimmste ist unangenehm, aber kein Weltuntergang. Und allein dieser Gedanke, der macht mich schon wieder handlungsfähig. Und eine Erkenntnis, die ich auch noch gewonnen habe, es gibt einen ganz wichtigen Unterschied. Gefahr erkennen ist was anderes als Angst haben. Gefahr ist was Reales. Wenn zum Beispiel ein Feuer im Haus ausbricht, dann muss ich sofort reagieren, muss handeln, Hilfe holen. Oder wenn ein Auto von mir direkt eine Vollbremsung macht, dann muss ich auch in die Eisen gehen. Das ist dann eine echte Gefahr und dann handle ich, ohne groß nachzudenken. Angst dagegen ist meistens so eine Art Kopfkino. Was, wenn ich meinen Job verliere? Was, wenn ich krank wäre? Was, wenn mich andere ablehnen? Obwohl gar nichts davon gerade passiert. Aber das blockiert, obwohl gar keine echte Gefahr da ist. Und genau das zu unterscheiden, das war für mich auch so eine Art Augenöffner. Gefahr heißt handeln. Angst heißt reinschauen und mich fragen, ist das jetzt wirklich real oder ist das nur ein Gedanke?
Eine Angst, die ja viele von uns haben, ist die Angst vor dem Tod. Auch damit habe ich mich auseinandergesetzt. Wir verbringen ja nur eine kurze Zeit hier auf dieser Welt. Und auch wenn alles andere unsicher ist, eins ist ganz sicher und das ist der Tod. Aber warum soll ich jetzt schon mein ganzes Leben damit versauen, Angst zu haben vor etwas, was ich garantiert und sowieso überhaupt nicht ändern kann? Und darum habe ich für mich entschieden, demütig zu sein. Ich sage mir, das Leben oder das Universum, das meint's gut mit mir und alles ist zu meinem Besten, auch die Erfahrungen, die vielleicht wehtun. Manches muss man einfach durchstehen, um daran zu wachsen und später vielleicht anderen mit den Erfahrungen helfen zu können. Meine Lebenseinstellung hat sich dadurch verändert. Ich bin dankbarer geworden für die Zeit, die ich hier habe. Ich gehe achtsamer mit mir um und mit den Dingen, die mich umgeben. Denn ich habe ja nur das eine Leben und ich möchte gern selber entscheiden, wie ich das führe, auch wenn das für manche vielleicht ein bisschen abwegig klingt. Ja, es braucht vielleicht Mut, um aus der Angst rauszukommen. Und Mut, das heißt für mich aber Bauchentscheidung. Nicht ewig abwägen oder zerdenken, sondern einfach machen. Seit ich das verstanden habe, lebe ich viel entspannter und ruhiger, weil ich weiß, alles ist gut und alles wird gut. Und genau das gibt mir heute Ruhe und Gelassenheit. Nicht, weil das Leben plötzlich leichter geworden ist oder ich alles durch eine rosarote Brille sehe, sondern weil ich viel mehr Eigenverantwortung übernommen habe. Für mich, für meine Gesundheit, was ich denke und auch dafür, was ich so in meinen Kopf lasse, sei es durch Medien, durch Kontakte oder dadurch, was und wie ich konsumiere. Meine Familie, mein Zuhause, meine Rituale, das sind meine Base. Das gibt mir echte Sicherheit. Und nicht das, was von außen als ständige vermeintliche Sicherheit vorgegaukelt wird und was mit unserer Angst spielt. Da bin ich viel kritischer geworden und hinterfrage mehr. Und wann immer sich auch noch heute eine Angst zeigt, dann breche ich sie einfach für mich runter und frage mich, was kann denn schlimmstenfalls passieren? Und ist es dann tatsächlich so schlimm? Also die Angst, die bestimmt nicht mehr mein Leben, weil ich entscheide, welchen Platz sie bekommt. Und das ist meistens nur noch ein ganz kleiner hinten am Rand. Und jetzt interessiert mich mal, wenn ihr auch so Ängste habt, wie schafft ihr es, sie auszublenden oder was hat euch geholfen, damit besser umzugehen? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Und das war's auch schon mit meinem kleinen Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne als Dankeschön und Wertschätzung einen Daumen nach oben da. Abonniert euch gerne den Kanal, dann seid ihr immer auf dem Laufenden, wenn es wieder was Neues gibt. Und schreibt mir doch mal, ob euch dieses Format gefallen hat und ob ich da noch mehr Videos zu machen soll. Ich sage jetzt mal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.